Seit Januar 2020 ist Oliver Kahn Mitglied des Vorstands der FC Bayern München AG. Herr Kahn, wie gut haben Sie sich in den letzten Monaten bereits hier im Unternehmen eingearbeitet? Ja, ich denke, mit der Einarbeitungsphase war es dann doch relativ schnell vorbei. Ich denke, nach 1,5 Monaten sollte man dann schon wissen, wo es lang geht. Und natürlich steht vieles unter dem Eindruck, keine Frage, der Corona-Krise. Auch da, es bedeutet ja immer, eine Krise bedeutet sehr viel Flexibilität auch dann zu haben und auch mal hier auszuhelfen und da auszuhelfen. Und wir haben ja dann ein extra Kommunikationsteam auch ins Leben gerufen, was sich sowohl mit der internen Kommunikation, also sprich zu den Mitarbeitern hin, aber natürlich auch mit den Anforderungen der externen Kommunikation auseinandergesetzt hat. Und klar, so eine Krise wirkt auch immer irgendwo wie ein Beschleuniger. Das heißt, ich bin dann doch sehr, sehr schnell jetzt auch in die Themen reingekommen. Jetzt werden schon langsam die nächsten Schritte gegangen, die nächsten Schritte in eine Normalität. Am Wochenende startet die Bundesliga wieder. Wie blicken Sie auf den ersten Spieltag? Welche Gefühle haben Sie? Ja, ich denke, alle, die mit der Fußball-Bundesliga sich im Moment beschäftigen, haben sicherlich gemischte Gefühle. Keine Frage in der jetzigen Situation, wieder Fußball zu spielen. Ich denke, alle wissen, was es bedeutet. Ich meine, ich habe selber 14 Jahre für den FC Bayern gespielt, vor leerem Haus sozusagen zu spielen, leerem Stadion zu spielen, keine Zuschauer zu haben. Da wird man einfach sehen, wie die Spieler damit zurechtkommen. Die Bundesliga ist ja die erste große Liga, die jetzt nach der Corona-Unterbrechung, nach dieser Pause den Spielbetrieb wieder aufnimmt. Was sehen Sie daraus für Chancen für den FC Bayern, aber auch für die Liga an sich? Ja, ich denke, das ist uns allen bewusst, um was es geht. Die große Chance, die wir haben, ist, diese Liga, die Fußball-Bundesliga eben zu Ende zu spielen. Und ich denke, es wurde jetzt ja genügend darüber diskutiert, welcher ökonomischer Faktor das ist, die Fußball-Bundesliga in Deutschland. Ja, wir brauchen ja nur in andere Ligen schauen. Wenn wir nach Frankreich schauen, dort wurde die Liga abgebrochen. Das ist etwas, was wir uns so alle nicht wünschen, weil die Folgen eines solchen Liga-Abbruchs sicherlich verheerend sein können. Deswegen ist das die große Chance für den FC Bayern München. Klar, der FC Bayern kann jetzt zum 8. Mal in Folge deutscher Meister werden, wobei jetzt für mich persönlich da noch nicht so ein großes Gefühl von Enthusiasmus bei mir irgendwo entsteht. Nichtsdestotrotz, wir müssen die Situation jetzt so annehmen, wie sie ist. Und ich glaube, es ist auch, oder die Möglichkeit besteht auch einmal für die Liga, aber auch eben für den FC Bayern, doch jetzt wieder ein Stück zurückzukehren, zu zeigen, dass man mit einem funktionierenden Konzept auch in dieser Krise eine gewisse Normalität herstellen kann. Die Praxis haben Sie angesprochen, die Mannschaften hatten ja jetzt zum Teil nur sehr kurz Zeit, sich auch auf diesen Liga-Restart vorzubereiten. Was denken Sie, erwarten uns für Spiele? Werden mehr Tore fallen? Wird es mehr Entscheidungen geben, die vielleicht dann auch bei den Schiedsrichtern getroffen wird? Wie wird das aussehen? Was glauben Sie? Ja, es war jetzt doch ein paar Wochen Pause. Nichtsdestotrotz sind die Spieler körperlich, glaube ich, topfit durch die unterschiedlichsten Formen von Gruppentraining oder Cybertraining oder was auch immer die Jungs da alles gemacht haben. Natürlich fehlt es immer an einer gewissen Spielpraxis, das ist keine Frage. Nur das sind so erfahrene Fußballer. Ich denke nicht, dass es so lange dauern wird, aber ja, 1, 2, 3 Spiele, um wieder reinzukommen, wird sicherlich auch dauern. Dann den Wettkampfmodus aufzunehmen und auch ein bisschen aus dem Kopf zu bekommen. Hey, das ist hier kein Abschlusstraining vor leerem Haus, wie man es ja sonst immer als Profi gewohnt ist, sondern das ist Wettkampf ohne Zuschauer. Da wird man sicherlich sehen, wer sich sehr, sehr schnell mit diesen Bedingungen anfreunden kann. Ich glaube, wer das schafft, wer das alles ausblenden kann und sich wirklich rein auf die Leistung konzentriert, ich glaube, der hat unter diesen widrigen Bedingungen doch Chancen, dann eben sportliche Ziele zu erreichen. Da sind wir sehr gespannt, wie es läuft. Herr Kahn, zum Abschluss noch eine etwas persönlichere Frage. Wir befinden uns in der Zeit der Videokonferenzen, der Videoschalten. Die erste Frage, wie viel Schalten haben Sie so im Alltag, in Ihrem Arbeitsalltag und wie sehen Sie diesen neuen Weg der digitalen Kommunikation?
Ja, für mich ist jetzt, also auch vor der Corona-Krise, habe ich schon sehr, sehr viel jetzt digitale Technologien auch genutzt. Allerdings so viel nicht. Wenn ich jetzt einen Durchschnitt bilden müsste, ich denke mal so 3, 4 Schaltungen pro Tag werden das sicherlich gewesen sein. Ja, es hat natürlich seine Vorteile, dass man sich sozusagen aus allen möglichen Regionen zusammenschalten kann, ohne dass man große Reisen unternehmen muss. Allerdings denke ich mal, die wirkliche Kommunikation, wo man dann eben zusammen ist, zusammen in einem Raum miteinander spricht, das ist schon ein bisschen was anderes, weil man ja relativ wenig erkennt vom anderen. Man sieht zwar die Gesichter, aber man nimmt nur ganz schwierig Stimmungen oder auch emotionale Reaktionen wahr. Und also ich denke, auch hier ist so eine Rückkehr oder wäre so eine Rückkehr zur Normalität sicherlich etwas, was wir uns alle wünschen. Soweit die Einschätzungen von Oliver Kahn vor dem Bundesliga-Restart. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.